Heute gibt es wieder eine Rezension von mir und zwar zu Glücksspuren im Sand von Bateman. Das hier ist eins meiner 8 für 2018 Bücher. Falls ihr jetzt nicht wisst, was ich damit meine, dann verlinke ich euch das Originalvideo nochmal in der Infocard und in der Infobox. Da ist das alles nochmal erklärt, warum 8 Bücher. Gut, das liegt eigentlich auf der Hand, aber welche 8 Bücher und was genau die Challenge dahinter ist. Das hat nämlich eine ganz besondere Begebenheit, die ich mir selber ausgedacht habe und falls euch das interessiert, dann guckt da gerne nochmal nach. Ich habe ja gesagt, dass ich zu allen 8 Büchern eine Rezension mache, wenn ich sie beendet habe. Eins davon habe ich leider abgebrochen, zu den anderen habe ich bisher Rezensionen gemacht. Und ich möchte es auch weiterhin so halten. Deswegen gibt es jetzt hierzu die Rezension. Dieses Buch wurde mir empfohlen von Hannah City of Books. Ihren Kanal verlinke ich euch gerne in der Infobox. Und ich erzähle euch jetzt, wie immer, ganz kurz, worum es geht. Spoilerfrei, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Und dann sage ich euch, wie ich das Ganze fand. Hier geht es um ein Mädchen, Anna, genau, dessen Schwester ganz am Anfang des Buches stirbt bei einem Autounfall. Und ihre Schwester war immer ihr großes Vorbild. Sie war ein bisschen älter als Anna, ich glaube 1 Jahr älter als Anna. Und Anna hat ihr immer nachgeeifert und wollte immer so sein und so leben wie ihre Schwester. Und jetzt ist ihre Schwester tot und natürlich stürzt es die ganze Familie in tiefe Trauer. Unter anderem auch den Nachbarsjungen, der der beste Freund von Annas Schwester war, die aus irgendwelchen mir gar nicht bekannten Gründen Storm heißt. Also es gibt ein paar naheliegende Gründe, aber ich finde, es ist ein furchtbar bescheuerter Name. Aber dazu später mehr. Jedenfalls sind sie alle sehr traurig und dann findet Anna, oder Anna sollte ich wahrscheinlich sagen, aber ich sag Anna, weil, ja, ich kann ja in der deutschen Rezension den deutschen Namen verwenden, also Anna, findet eine Liste von ihrer Schwester in dessen Zimmer. Und diese Liste umfasst die Dinge, die sie den Sommer noch machen wollte. Und ja, Anna denkt dann, dass es vielleicht eine gute Möglichkeit wäre, ihrer Schwester nochmal nahe zu sein, bevor sie dann mit diesem ganzen Thema abschließt und ja, auch damit zurechtkommt vielleicht, dass ihre Schwester tot ist und macht sich dann eben mit dem Nachbarsjungen, der ja die beste Freund der Schwester war, auf die Reise, um diese Liste zu erfüllen, denn ein paar der Punkte sind außerhalb ihres eigenen Städtchens und ja, es ist so eine Art Roadtrip, den die beiden da unternehmen und gleichzeitig natürlich, ja, etwas, was beiden sehr am Herzen liegt, weil es da um die Liste der Schwester geht. Genau, das zum Inhalt. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Es ist ein Jugendbuch, es ist eine Liebesgeschichte, es ist ein bisschen Trauerbewältigung, ein bisschen Ja zum Leben sagen, Story sozusagen. Also es ist so ein bisschen lebensbejahend und beschäftigt sich mit all diesen Themen. Ich muss aber sagen, dass es mir grundsätzlich gut gefallen hat, aber es war auch gleichzeitig für mich ein 0815 Buch. Und ich erläutere jetzt auch, was ich damit meine. Zunächst mal zum Schreibstil. Der Schreibstil ist richtig gut. Der ist schön leicht zu lesen, locker leicht. Es ist natürlich ein Jugendbuch-Schreibstil, also keine hochliterarischen Sätze, die wir hier haben, aber er ist sehr gut zu lesen und hat auch sehr gut durchs Buch geführt. Und ich fand, dass der Schreibstil die Emotionen, die im Buch drin waren, sehr, sehr gut dargestellt und aufgefangen hat. Und das fand ich wirklich sehr schön. Also der Schreibstil hat mir sehr gut gefallen. Zur Geschichte selbst. Der Plot hört sich vielleicht, wenn ihr jetzt den Klappentext so lest oder das, was ich sage, euch so anhört, hört der Plot sich vielleicht ein bisschen 0815 an, nach etwas, was man so schon häufiger gesehen hat. Denn diese Thematik mit der Liste, die man erfüllen möchte, weil die Schwester tot ist oder weil irgendwer gestorben ist und man übernimmt die Liste, die gibt es sehr, sehr häufig in der Literatur und in Jugendbüchern, finde ich, ist die besonders häufig. Ich selber habe bereits 2 Bücher gelesen, die genau die gleiche Thematik hatten. Eins davon habe ich sehr geliebt, das andere fand ich auch nicht so toll. Falls euch das näher interessiert, dann könnt ihr mir mal Bescheid sagen. Auch dazu könnte ich ja irgendwann, wenn ich jetzt noch 2 weitere lese, könnte ich dazu eine 5 Bücher-die-Liste machen, falls euch das interessiert. Also das ist eine Thematik, die sehr, sehr häufig in Büchern vorkommt. Diese Person X findet eine Liste von Person Y und entschließt sich aus verschiedenen Gründen, diese Liste abzuarbeiten. Dieses Jahr kam genau so ein Buch sogar auch raus von Cherry Lowe. Also diese Storyline ist immer noch sehr, sehr beliebt und wird immer noch in allen möglichen Büchern, die auch dieses Jahr erschienen sind, verwendet. Ich finde das nicht allzu schlimm, solange das Buch was Originales hat. Also was Originelles, was es irgendwie besonders macht. Und hier ist es eigentlich der Schreibstil, der Rest ist es aber eigentlich nicht. Obwohl ich die Punkte, die auf der Liste standen, eigentlich ganz gut fand, fand ich andere wiederum ein bisschen abgedroschen. Und es war so ein bisschen sehr, ja, so ein bisschen sehr nostalgisch dem Leben gegenüber und der Vergangenheit gegenüber. Und ich fand einfach, dass
zum Großteil der Plot gar nichts Besonderes hatte. Die einzelnen Stationen, die abgearbeitet wurden, die Liebesgeschichte, die mit reingespielt hat, alles war von Seite 1 an komplett vorhersehbar. Man wusste sofort, okay, so und so wird's laufen, so und so werden die einzelnen Stationen wahrscheinlich mehr oder weniger laufen. Und so war es dann auch. Und ich finde, hier wird man nicht viel überrascht, mit einer Ausnahme. Und die hat dafür gesorgt, dass ich den Plot doch noch irgendwie mochte, weil ich bis auf die letzten 100 Seiten oder so die ganze Zeit so gelesen habe und mir so dachte, ja, okay, aber ich war überhaupt nicht überzeugt davon, weil ich die ganze Zeit nur dachte, es liest sich, als hätte ich diese Story schon 10-mal gelesen, weil man eben, wie gesagt, diese Art von Story in so vielen Büchern hat. Und das finde ich nicht schlimm, aber das ist dann gleichzeitig auch etwas, was nicht so Spaß macht zu lesen, wenn man dieses Déjà-vu-Gefühl durchgehend hat. Und ich fand halt einfach gar nicht, dass es besonders gemacht war. Es war schön geschrieben, ja, klar. Die Liebesgeschichte war ganz nett, aber halt nichts Besonderes, überhaupt nicht. Und dann kam am Ende noch mal ein Plot-Twist rein, den ich sehr, sehr gut fand, weil der hat noch mal Emotionen mit reingebracht, der hat das Ganze noch mal ein bisschen in die Tiefe gebracht. Wahrscheinlich könnt ihr nichts damit anfangen, wenn ich das so sage. Ich möchte ja nicht spoilern, aber am Ende gibt es halt einen Plot-Twist, den ich nicht habe kommen sehen. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich ein Plot-Twist war, weil ich jemanden kenne, der gesagt hat, er oder sie hat es kommen sehen. Ich habe es nicht kommen sehen. Ich fand diesen Plot-Twist super schön, weil er Tiefe mit reingebracht hat, weil er Emotionalität nochmal mit reingebracht hat auf den letzten 100 Seiten und die Geschichte so ein bisschen gewendet hat. Nicht viel natürlich. Also das Ende war immer noch sehr, sehr 0815. Ich glaube, die letzten 2 Kapitel oder so waren so richtig, ja, okay, habe ich genau so kommen sehen. Und das hat mich dann auch nicht mehr überrascht. Aber diese eine Stelle, die damit reingebracht wurde, storymäßig, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat mich überrascht und ich mochte es, dass, obwohl ich es durchgehend so lahm und so vorhersehbar und so 0815 fand, am Ende noch was war, wo ich kurz gesagt habe, ah, cool, das ist was Neues, was anderes. Finde ich gut, dass das so mit reingebracht wurde. Und das hat mir Spaß gemacht, deswegen kann ich dem Plot keine vollen 5 Punkte geben, weil ich finde, es ist ein sehr vorhersehbares und sehr 0815-mäßiges Jugendbuch. Falls ihr Gedanken habt, in welche Richtung die Geschichte gehen könnte, mit einer Ausnahme geht sie auch genau in die Richtung, und zwar auf jeder Ebene. Da wird man überhaupt nicht überrascht. Und ich bin nicht unbedingt jemand, der bei jedem Jugendbuch überrascht werden muss, was die Geschichte angeht, weil die meisten Jugendbücher sind Liebesgeschichten und die Liebesgeschichte ist dort immer vorhersehbar. Aber das hier ist halt von der Grundgeschichte sehr vorhersehbar und halt so, dass ich beim Lesen durchgehend dachte, das hast du alles schon mal gelesen und das hattest du alles irgendwie schon mal. Und das fand ich ein bisschen schade. Dem konnte ich also nur mittelmäßig viel abgewinnen. Und zu den Charakteren muss ich sagen, ich mochte die Protagonistin Anna. Ich habe, wie gesagt, durchgehend nicht verstanden, warum die Schwester jetzt unbedingt Storm heißen muss, weil ich diesen Namen so bescheuert finde und weil auch die Begründung, warum sie so heißt, weiß ich nicht, fand ich irgendwie lahm. Fand ich irgendwie so, okay, ernsthaft, das ist jetzt, warum sie so heißt, fand ich ein bisschen komisch. Die Schwester hat man ja quasi nur durch Rückblicke kennengelernt, die mochte ich eigentlich, wobei ich am Ende sagen muss, okay, ein bisschen dreist war die schon. Aber ich fand, dass die Schwester am besten ausgearbeitet war, zusammen mit der Protagonistin an sich, weil man von Anna, weil es aus ihrer Sicht geschrieben ist, erzählt ist, ja am meisten erfährt. Aber die Schwester mochte ich mit am meisten, weil sie durch die Rückblicke sehr viel Tiefe bekommen hat. Und gleichzeitig hat man dann die Eltern, mit denen man sich nur wenig befasst. Wahrscheinlich sind die einfach nicht so relevant. Und man hat den Nachbarsjungen. Und das war der Punkt, der mich bei den Charakteren so gestört hat. Der Nachbarsjunge, das war so ein Charakter, der komplett austauschbar gewesen wäre. Jedes Klischee von dem Nachbarsjungen, in den sich dann eine von denen verliebt, beziehungsweise die andere, beziehungsweise Best Friends, Love Story später, genau jedes Klischee, was man sich darunter vorstellt, ist hier eingebaut worden. Und das fand ich ein bisschen platt, weil ich fand, dass der keine besonderen Eigenschaften hatte. Der war halt genau das, was man sich unter einem Traumtyp in einem Jugendbuch vorstellt. Und zwar genau das. Der hatte keine Ecken, der hatte keine Kanten. Es war einfach dieser perfekte Typ, der gut einen Fehler gemacht hat im Buch, aber ich fand nicht, dass das den Charakter jetzt irgendwie besonders gemacht hat. Da war ich doch sehr enttäuscht, dass man als männlichen Gegenpart sozusagen eine Figur gewählt hat, die so bleich war einfach. Blass, austauschbar und einfach nur nach den Klischees und dem, was man sich im Kopf so vorstellt, wenn man an Jugendbuch Love Story Charakter denkt. Danach war der modelliert. Und das fand ich sehr lahm, das fand ich einfach nicht gut gemacht. Man hat sich natürlich schon sehr auf die Schwestern fokussiert, aber ich habe mir halt so gedacht, okay, die Liebesgeschichte die wäre halt noch viel besser gewesen, wenn der männliche Protagonist irgendwie ausgearbeitet geworden wäre. Und ich glaube, das ist der Charakter, den ich am schnellsten vergessen werde aus den Büchern, die ich in letzter Zeit gelesen habe, weil der einfach so richtig 0815 war. Und das fand ich sehr schade, weil ich eine Liebesgeschichte gerne mit Charakteren habe, die Ecken und Kanten haben.
die ein bisschen besonders sind, ja, die irgendwie was haben, was man nicht schon 10.000 Mal gelesen hat und was nicht einfach nur den Klischees entspricht. Deswegen auch da, ich mochte die Schwestern, aber der ja, wie nennt man das? Love Interest, würde man im Englischen sagen. Also der Typ war halt einfach richtig meh. Ne? Und ja, da muss ich jetzt wieder an den Emoji-Film denken und das möchte ich lieber nicht. Deswegen weiter geht's. Genau, das dazu. Ich mochte den Schreibstil, ich mochte eigentlich die Geschichte, obwohl sie sehr 0815 war, aufgrund dieses einen Plot-Twists. Ich mochte die Charaktere also ich mochte 2 der Charaktere, der Rest war einfach gar nicht ausgearbeitet. Auch die beste Freundin von ihr war so eine richtige Bitch. Und die Freundschaft zwischen den beiden, also zwischen Anna und ihrer besten Freundin, war einfach unglaubwürdig, fand ich. Und ja, das waren halt diese Charakterentwicklung und diese Charakterausgearbeiteten, was laber ich? Diese ausgearbeiteten Charaktere, das fand ich einfach nicht gut. Also das weiß ich nicht. Ich finde, man hätte noch viel mehr machen können mit diesem Jugendbuch. Es hätte so viel mehr noch hergegeben und das habe ich beim Lesen auch immer gemerkt. Das Potenzial wäre noch mehr da gewesen. Und ja, grundsätzlich kann ich sagen, bin schnell durchgekommen. Ich habe mich nicht gelangweilt. Ich habe mich schon unterhalten gefühlt, aber ich habe mich gleichzeitig wie in einem Déjà-vu gefühlt, weil es nichts Besonderes war, bis auf einen Plot-Twist, weil der Love Interest so richtig lahm war. Die beste Freundin war auch überhaupt nicht gut ausgearbeitet und die Freundschaft war unglaubwürdig. Und ja, nichts, was man lesen muss, finde ich. Ich bin zwar nicht unglücklich, dass ich es gelesen habe, weil es mir empfohlen wurde, aber ich kann jetzt nicht sagen, okay, wenn ihr Jugendbücher liebt, dann müsst ihr das gelesen haben. Wenn ihr diese Storyline mögt, fällt das halt natürlich genau da rein. Also wenn ihr diese Geschichten mögt, wo es um eine Liste geht, die jemand abarbeiten muss, zusammen mit einer Liebesgeschichte und mit dem Thema Trauer, dann ist das sicherlich nicht die schlechteste Wahl, weil es sehr gut geschrieben ist. Aber wenn ihr damit weniger anfangen könnt, man muss es nicht gelesen haben, aber wenn einem die Geschichte zusagt, dann kann man doch mal dazu greifen. Ja, das war alles, was ich dazu sagen wollte. Habt ihr das Buch denn schon gelesen? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und kennt ihr vielleicht andere Bücher, die diese Geschichte haben, die ihr besonders gut fandet? Dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Das war's von mir an dieser Stelle und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!